Hallo Freunde, auf der ganzen Welt sind fast 30% der Schulkinder Verspottungen und Drohungen ausgesetzt. Es sei denn, Erwachsenen ist dieses Problem gleichgültig. Diese Zahl kann erheblich sinken. In den USA gilt St. George als nationaler Mobbing-Präventionsmonat. Das weltberühmte Unternehmen Burger King beschloss, einen guten Zweck zu unterstützen und organisierte in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ein überraschendes Experiment in einem seiner Fast-Food-Restaurants in Los Angeles. Sie drehten einen Clip unter der Regie von Nicolas Karl, der in seiner Kindheit auch mit der Ausgrenzung seiner Altersgenossen zu kämpfen hatte. Die Eigentümer des Unternehmens luden auch Vertreter anderer bekannter Marken ein, sich dieser Partnerschaft für einen guten Zweck anzuschließen. Carla Jell erklärte, dass wiederholter Spott nicht nur körperliche, sondern auch schwere psychische Schäden verursachen, den Schüler auf den Weg der Kriminalität drängen und sich negativ auf die gesamte Schulkultur auswirken kann. Zur Umsetzung des geplanten Projekts wurden Kinderschauspieler eingeladen. Zu dieser Zeit waren viele Leute im Lokal, einige saßen in der Nähe eines der Tische, ein schlanker Junge, der, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, das Essen nahm und zu essen begann. Wenig später, genau nach Drehbuch, kamen 3 gleichaltrige Jungen auf ihn zu und begannen, ihn auf jede erdenkliche Weise zu belästigen und zu provozieren. Sie beschimpften ihn lautstark und versuchten ihn zu schlagen. Erster einer von ihnen schüttete nur zum Spaß ein Glas Cola ins Essen, die Jungs um diese herum versteckten Filmaufnahmen, um die Reaktion der Menschen in der Gegend auf das, was um sie herum geschah, zu beobachten. Menschen unterschiedlichen Geschlechts und Alters, Männer, Frauen und Kinder. Jeder von ihnen konnte deutlich sehen oder hören, was an diesem Tisch geschah. Die versteckte Kamera zeigte genau, wie die Menschen in der Umgebung auf die Situation reagierten. Gleichzeitig führten die Restaurantleiter ein weiteres Experiment durch. Sie machten sich über die Bürger lustig, schlugen sie von oben, bis sie geformt waren, wickelten sie dann in aller Ruhe ein und verteilten sie an die Kunden. Unvoreingenommene Videoaufnahmen zeigten, dass von allen Kunden, die geschlossen wurden, nur 12% Mitgefühl zeigten für das Kind und traten für es ein, obwohl sie alle Erwachsene und Kinder waren, die Jungen waren. Den Schaden richteten junge Erwachsene an, die meisten Anwesenden sahen zu, wie der Junge Sticheleien und Provokationen über sich ergehen lassen musste, doch keiner von ihnen reagierte. Einige wandten sich empört ab, zweiter. Sie sahen dem Ganzen völlig gleichgültig zu. Eine völlig andere Situation war bei der Lebensmittellieferung zu beobachten, die sichtbar beschädigt war. Die Kameras fingen ein, wie die Augen der Menschen buchstäblich aus ihren Höhlen sprangen. 95% der Menschen, die beschädigte oder zerknitterte Bürger erhalten, verlangen eine Erklärung des Vorfalls statt einer Antwort. Sie hören atemberaubende Dialoge. 2 Verkäufer hatten Spaß. Warum hast du dich einfach so über diesen Bürger lustig gemacht? Und was soll sein, er ist völlig wehrlos. Wie kann man sich über die Wehrlosen lustig machen? Ich wollte ihn nicht verletzen, ich wollte ihn nur ein wenig zerknittern. Die empörten Kunden forderten das Eingreifen des Managers, um diesem verächtlichen Verhalten von mir ein Ende zu setzen. Sie erhielten die folgende Antwort: Ja, Sie haben absolut recht, niemand sollte die Wehrlosen demütigen, und dann jeden einzelnen von ihnen. Sie erklärten, dass sie aus irgendeinem Grund die Demütigung des wehrlosen Jungen in ihrem Restaurant und im Gegenteil die Beschädigung ihres Essens nicht bemerkt hätten. Ja, viele der Kunden waren schockiert, aber vielleicht wollten die Macher des Videoclips genau das erreichen. Jeder, der Mitgefühl für den gemobbten Jungen zeigte, wurde vom Manager gebeten, eine Weile im Restaurant zu bleiben. Nachdem dieses Experiment beendet war, erklärten sie ihnen die ganze Situation und fragten jeden von ihnen, warum die Jungen aufgestanden seien. Die meisten Menschen, die Mitgefühl zeigen, wurden irgendwann selbst entlarvt. Gewalt und Mobbing wurden mit dieser Erfahrung bewältigt und blieben bereit, Hilfe zu leisten. Das Burger King-Experiment zeigte, wie gefühllos Menschen selbst gegenüber Kindern sind, um Kinderselbstmord zu verhindern. Alles, was es braucht, ist ein wenig Freundlichkeit und die Bereitschaft, sich für die Schwächeren einzusetzen. Was denkst du darüber? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie das Video mit Ihren Freunden. Bis bald!